Wir können es fast selbst nicht glauben, aber das mit Abstand meistgewünschte Video in unseren Kommentaren ist ein Putzvideo. Deswegen steht Rita heute schon mit ihrem Equipment da und sie wird uns jetzt einmal zeigen, wie sie die Lego-Stadt putzt. Ich werde auch meine Expertise dazu ein bisschen bekannt geben. Ihr fragt euch alle, wie halten wir diese gigantisch große Lego-Stadt sauber? Und ja, dazu geben wir euch heute ein paar Antworten. Ihr werdet sicher auch ein paar Tipps haben, also bitte rein damit in die Kommentare, wie ihr eure Lego-Stadt sauber haltet. Und ich würde sagen, wir beginnen mal mit einem essentiellen Tipp, und zwar den Boden. Rita, du kannst schon mal ein bisschen beginnen, dann kommen wir gleich zu dir. Ich muss unseren Zuschauern nur was sagen. Und zwar ist natürlich der Boden das Nonplusultra, denn dort sammelt sich der meiste Staub an. Und wenn man dann geht, dann wirbelt man den Staub auf, der Staub kommt hinauf in die Luft und legt sich dann auf die Lego-Stadt. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, wir machen es folgendermaßen: Wir haben das Glück, dass unsere Lego-Stadt ja in einem eigenen Raum steht, was ja kein Wohnraum ist, wo niemand herumläuft, keine schreienden Kinder, noch nicht zumindest. Das heißt, hier ist auch eigentlich den ganzen Tag das Fenster zu, wo ja viel Schmutz und auch Wind natürlich hereinkommen könnte, der alles wieder herumwirbelt. Nichtsdestotrotz schauen wir eigentlich fast jedes Mal, wenn wir bei der Lego-Stadt sind, das heißt so ungefähr, weiß ich nicht, alle 2 Wochen ungefähr, nehmen wir unseren Staubsauger mal kurz zur Hand und saugen den Boden. Das ist schon mal die halbe Miete, würden wir sagen. Passt allerdings auf, wenn ihr den Beutel oder den Behälter entleert, dass da keine Legosteine drinnen sind. Oh ja, aber die hört man normalerweise immer ganz gut, wenn die eingesaugt werden. Nach so man hört sie, das ist richtig, genau. Aber trotzdem achtet darauf, da sind fast immer irgendwelche kleinen Steine drinnen, die einem runtergefallen sind oder was auch immer. Wenn der Boden nämlich sauber ist, dann wirbelt man also viel weniger Staub auf und es kann auch dann viel weniger Staub auf die Lego-Stadt gelangen. Ja. Rita zeigt euch jetzt, was wir dann als nächstes machen, und zwar hat sie ein Equipment in der Hand mit dem Namen Swiffer. Ja, ich glaube, das ist kein Originaler, sondern irgendeiner von Lidl, aber die sind qualitativ mindestens genauso gut. Und die eignen sich aber nur für auch nur spezielle Sachen, nämlich zum Beispiel die gefliesten Gehsteige, die leider mittlerweile ja auch schon ein bisschen älter sind teilweise, die zum Glück hier ein bisschen weniger. Und für die Straßenplatten, also alles, was irgendwie sehr flach ist, da eignet sich der ganz gut, da kann man drüber fahren und ups, schmeißt die Figuren um, genau. Also für glatte Oberflächen, genau, Straßen, gefließte Geschichten und teilweise auch Gebäudedächer und solche Geschichten, wo man zum Beispiel noch auf die Tischplatte sieht. Da sind diese Swiffer Staubmagnete wirklich Gold wert, da kann man viel Staub damit aufsammeln. Funktionieren tun sie allerdings nicht bei genoppten Geschichten oder nur bedingt, denn diese Fransen, die bleiben da immer so hängen in den Noppen. Und da macht man sich erstens den Swiffer sofort kaputt und es bringt nicht wirklich viel. Und es bleibt dann oft auch von dem Zeug, was auf den Noppen hängen, und dann hat man noch mehr Arbeit, als man eigentlich wollte. Genau, also wir machen es, falls ihr fragt, wir putzen dann natürlich nicht immer die gesamte Stadt. Wir machen das immer so rayonweise, viertelweise. Wir machen zum Beispiel heute, weil wir es im letzten Video gesehen haben, dass hier beim Science Tower so eine verdreckte, verstaubte Bodenplatte dabei ist. Wir schnappen uns dann unser Equipment und machen dann einmal rundherum, so mehr oder weniger vielleicht die Baustelle heute noch oder hier diese Tankstelle, den Bauernhof und dann hinten vielleicht noch ein bisschen was vom Vergnügungspark. Das nächste Mal machen wir dann die nächste Montageluke und so weiter. Also es soll ja auch noch Spaß machen. Ich glaube, wenn wir die ganze Stadt putzen würden, erstmal dauert das Stunden. Und dann macht es auch irgendwann ist auch eigentlich gar nicht notwendig in den meisten Fällen. Wir haben es eigentlich so hinbekommen, dass wir relativ weniger Staub in der Stadt generell haben und da ist es dann nicht so häufig notwendig. Genau. Was machen wir jetzt allerdings mit den genoppten Teilen? Ja, wir haben hier 2 Arten von Equipment. Ja. Ich hole die mal aus dem Zauberkasten heraus. Wir haben uns einerseits mal auf Amazon so ein Aufsatzpaket für den Staubsauger gekauft. Wir
können euch das gerne verlinken. Das heißt, hier ist so ein Schlauch dabei mit einer Bürste und so diversen Aufsätzen, die man auf einen Staubsauger aufbringen kann. Das empfehlen wir euch, aber es gibt da Besseres. Deswegen führen wir es euch heute gar nicht vor. Es grassieren sehr viele Kommentare im Internet und die auch berechtigterweise sagen, dass das hier ein sehr gutes Equipment ist. Das Problem ist, wenn wir das hier an unseren Staubsauger anschließen, der so ein Zyklonstaubsauger ist, dann saugt er die halbe Lego-Stadt ein. Wie ein Tornado. Das ist fast ein bisschen zu stark und man muss wirklich aufpassen, dass man hier nicht irgendwie die kleinen Blumenteile oder teilweise auch fast halbe Minifiguren, dass die eingesaugt werden. Ja. Da eignet sich ein alter Staubsauger, bei dem man die Wattanzahl noch so regulieren kann. Vielleicht kennt ihr das noch besser. So einen haben wir. Der ist auch noch mit einem Beutel ausgestattet und da kann man dann mehr oder weniger einstellen, wie stark die Saugleistung ist. Das Problem ist allerdings bei dem, der ist so schwer, der hat so ein Eisenrohr und ein Gestänge und den muss man immer dann den Staubsauger auf den Tisch hinaufstellen und man zerstört sich dann dafür mit dem Staubsauger die halbe Lego-Stadt. Bin ich kein so ein großer Fan davon. Ja, genau. Also deswegen, falls ihr keine andere Möglichkeit habt, dann kauft euch das. Ich glaube, das kostet ungefähr 10 Euro. Vielleicht gibt es auch irgendwelche anderen Staubsauger, wo man das aufbringen kann und es wäre besser geeignet. Hier sind auf jeden Fall, ich glaube, das ist auch fürs Auto mit so Düsen, die so extrem eng sind oder für Sitzmöbel. Ja. Wir haben uns aber, und da gebe ich jetzt die Kamera mal an Rita weiter, etwas ganz was Tolles gekauft. Ich glaube im Sommer oder so und es verrichtet seinen Dienst wirklich sehr gut. Es ist sowas hier. Ich finde ja, das schaut aus wie eine Schlagsahne. Ja, irgendein Küchengerät, so sieht das aus. Es ist aber ein akkubetriebener Handstaubsauger, auf dem man auch dann, wir verlinken den auch in der Videobeschreibung, wir sind nicht bezahlt worden von denen, aber gefällt er uns. kostet ungefähr 25 Euro. Es gibt da auch viele andere Modelle, die natürlich wahrscheinlich genauso ihren Dienst verrichten, mit so einem Aufsatz, wo vorne auch so eine Bürste drauf ist. Und dann wie bei einem Raumschiff kann man dann hier so draufklicken und dann öffnet sich der Griff und mit einem Knopfdruck geht es dann los. Und wir zeigen euch jetzt, was hier dann wichtig ist. Und zwar ist es so, wenn wir zum Beispiel hier, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, wahrscheinlich hinten, wo die Werkstatt ist, noch besser. Das Problem ist, dass sich der Staub mit der Zeit irgendwie so auf den Noppen ansetzt und man dann eine Art mechanische Bewegung braucht, um den wieder runter zu bekommen. Ich zeige es euch gleich, aber wir können nicht mehr reden, wenn der Staubsauger eingeschaltet ist, da der so laut ist. Das heißt, manche arbeiten hier mit so Farbpinsel, um den Staub ein bisschen zu lockern. Hier geht es dann eigentlich ganz gut mit dieser Bürste. Wir haben den jetzt schon ein paar Mal aufgeladen, das dauert ungefähr 2 Stunden, dann läuft er wieder für fast eine ganze Stunde. Zum Auswechseln ist hier, also hier ist der Filter, den kann man auch auswaschen, ganz einfach drehen, dann kann man es wegschmeißen. Also der ist sehr handlich. Ja. Und vielleicht gibt es auch andere Modelle, die mindestens genauso gut oder sogar besser funktionieren, aber so kann man wirklich überall hin, in alle Ecken und muss kein Kabel mit sich ziehen und auch hat keine irgendwelchen Stangen oder so weiter. Also ich würde sagen, wir probieren das dann mal und dann würde ich sagen, komme ich noch zu dir und wir schauen dort hinten bei der Werkstatt, denn die ist auch extrem verstaubt. Ich weiß nicht, vielleicht ist das noch aus den Zeiten, wo die Lego-Stadt 1.0 aufgestellt war, bevor wir mit den Filmen begonnen haben. Aber ich zeige euch das jetzt mal, wie das funktioniert und dann macht euch einfach ein Bild davon. Sieht man da jetzt schon einen Unterschied, aber nicht ganz so gut. Doch, warte, ich kann da besser hinfilmen. Ein guter Baum. Okay. Also ihr seht hier, wo ich jetzt gesaugt habe, das ist natürlich, die Bodenplatten haben nicht dieselbe Farbe. Man sieht es vielleicht auf der Kamera nicht ganz so gut. Ist jetzt eigentlich der Staub weg. Das Einzige ist, man kommt nicht in alle Winkel. Genau. Ja. Aber da muss man schauen. Da sieht man den Unterschied gut, deswegen das passt doch gut. Es ist auch noch ein zweiter Aufsatz dabei, aber hier in der Ecke, da werden wir dann nachher nochmal
probieren. Und ja, wie gesagt, dieser kleine Staubsauger ist bei uns wirklich sehr viel im Einsatz und verrichtet seine Dienste da sehr gut. Ich komme jetzt nochmal zu dir und dann zeigen wir euch das bei dieser Werkstatt. Ja. Ei. Ui. Christoph krabbelt da hinten unten nochmal dumm. Genau. Also. Ich komme mir heute vor wie ein Staubsaugervertreter. Naja. Wie gesagt, das soll kein Werbevideo sein. Ich wollte euch nur zeigen, wie Nein, es wurde ja man gefragt, hier, wie wir putzen. wie wir das machen. Also wenn du zum Beispiel hier nochmal auf das Dach filmst, auf der Kamera sieht das immer nicht so gut aus, aber das Dach in Schwarz ist auch schon ein bisschen matt und das liegt daran, dass hier eine kleine, aber feine Staubschicht oben drauf ist, die wir jetzt gleich beseitigen werden. Und ihr seht, dort wo ich gesaugt habe, ist der Stein wieder blitzblank. Man würde natürlich jetzt das Schild noch runtergeben, damit wir hier vorne auch noch saugen können. Ich weiß nicht, warum das so verstaubt ist. Und wir haben hier wieder ein, ich komme mir wirklich vor, wie bei irgend so einem Teleshopping-Sender. Ich finde das so gut. Ich habe noch nie vor der Kamera geputzt, aber es ist lustig. Geputztes Werkstattdach und wir haben weder was zerstört, also die Antenne habe ich ja absichtlich runtergegeben. Genau. Und wie gesagt, der Staub sammelt sich hier dann drinnen und das ist für uns, für unsere Zwecke eigentlich wirklich ideal. Wir haben schon zweimal das Lego mit nach unten nehmen müssen, weil wir es abgewaschen haben. Da war wirklich, ich weiß nicht, wenn wirklich irgendwas, da ist mal irgendein Getränk, ich glaube eine Cola oder sowas, auf das Lego drauf und das war wirklich verklebt. Das geht dann natürlich mit dem Apparat nicht so gut. Aber ansonsten sehen wir wirklich, es ist auch dadurch, dass der eine gewisse Länge, man ist fast um eine Armlänge weiter dann im Geschehen, also man kommt überall hin mit diesem Apparat. Es ist wirklich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin begeistert. 25 €, die sind hier sehr gut investiert. Wie gesagt, gibt es auf Amazon. Ja. Den Link posten wir euch in der Videobeschreibung. Ja. Und ja, so saugen wir. Rita macht meistens das mit dem Swiffer und ich bin hier mit dem Staubsauger unterwegs und wir halten den Boden ein bisschen sauber und dann ist das mehr oder weniger eigentlich problemlos möglich. Genau, die Arbeit hält sich in Grenzen. Das ist das Wichtigste. Rita lacht dann auch immer, wenn ich hier mit dem Apparat so zugange bin, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es überhaupt keine große Schwierigkeit. Wir wurden auch schon ein paar Mal angeschrieben bezüglich einem Luftentfeuchter oder Luftreiniger, ich weiß nicht, eines von den beiden Geräten, weil es gibt da so Geräte, die säubern die Luft und filtern so die Partikel raus. Das ist sicher für einen Wohnraum nicht mehr so viel rumfliegt. Ja. Wir haben sowas nicht, man müsste es mal probieren. Aber wie gesagt, wir sagen es euch, wie es ist, die Lego-Stadt steht jetzt ungefähr seit einem Jahr. Wie gesagt, manche Gebäude und auch Bahngleise sind schon ein bisschen länger aufgestellt. Ich finde, wir brauchen ein Jubiläumsvideo. Das würde ich auch sagen, ja. Ein Jahr Lego-Stadt und Bricks Go Wild. Ja. Aber wir haben, ich glaube, wir waren noch gar nicht überall. Also natürlich, die Bereiche sind zum Teil auch erst ein bisschen später dazugekommen. Aber ich kann mich zum Beispiel nicht erinnern, dass wir jemals deinen Vergnügungspark gesäubert haben. Ich glaube auch nicht. In der Downtown waren wir mal bei den Modular Buildings. Und ja, wenn man, wie gesagt, ab und zu mal staubsaugt mit dem großen Apparat, dann spart man sich sehr viel Arbeit. Achtung, ich drehe mich. Nein, es geht sich nicht aus. Ich schaffe es nicht. Rita reißt den halben Bahnhof nieder. Also wie gesagt, Rita, was hast du noch zu sagen? Was sind deine Erfahrungswerte? Oder bist du mit mir einverstanden? Ich muss sagen, ich bin begeistert. Ich habe ja am Anfang gefürchtet, dass das ein Horror wird mit dem Putzen. Aber ich muss sagen, mit unserem Equipment, mit den verschiedensten Sachen, hält sich's wirklich in Grenzen, diese Arbeit. Und da bin ich schon sehr zufrieden, denn ich bin eigentlich nicht so der Putzteufel, muss ich sagen. Also der Mann von heute putzt also auch selbst, das ist kein Problem.
Ja, aber ich meine, es gibt andere Sachen, die machen mehr Spaß. Genau, wir schnappen uns Züge fahren. einfach zum Beispiel Züge fahren. Immer wieder, wenn wir sehen, so wie zum Beispiel beim letzten Video, wo wir euch den Park gezeigt haben, Genau. haben wir gesehen, dass hier die Platte so Das war wirklich verstaubt shit. war. Da Ja. haben wir uns gedacht, jetzt zeigen wir euch mal, wie das so Es geht. ist Zeit. Es ist an der Zeit. Wie gesagt, Genau. im Großen und Ganzen, wir nehmen den Staubsauger einfach immer wieder oder auch der Rita Swiffer zur Hand, wenn es uns freut. Und uns interessiert natürlich, wie ihr das macht. Vielleicht Genau. habt ihr ja noch viel bessere Vorschläge, wie man ein Lego-Layout, es muss ja keine Stadt sein, irgendwie sauber halten kann, auch eine Sammlung. Vielleicht habt ihr da Tipps, die noch besser sind, die noch weniger Arbeit sind, die Rita vielleicht noch besser gefallen könnten. Schreibt die uns auf jeden Fall in die Kommentare. Das wäre perfekt. So eine kleine Maus, die durch die Stadt läuft und putzt, wäre perfekt. Das wäre wirklich ideal. Wie gesagt, wenn ihr solches Equipment habt, dann Genau. schreibt uns, welche ihr habt, ob es die vielleicht bessere gibt oder andere, die man vielleicht, wo man noch ein bisschen, wobei bei dem hier ist irgendwo auch ein zweiter Aufsatz, der vorne so zusammengeht dabei, wo man dann in die Ecken reinkommt. Ich weiß nicht, wo Rita den hier wieder versteckt und hingeschmissen hat. Weg, versteckt. Wir werden jetzt hier Genau. im Umkreis von dem, wo wir stehen, noch ein bisschen putzen. Ja. Rita nimmt den Swiffer zur Hand und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder mit einer blitzblank geputzten Lego-Stadt. Was haltet ihr davon? Es wird super. Also bis demnächst. Wir Auf putzen jeden jetzt noch Fall. und wir sehen uns. Tschüssi.